So, schönen guten Montag. Schönen guten Morgen. So, ich muss noch eben gleich los und einen Kaffee machen. Ich bin ein bisschen früh dran. Aber die Musik ist so geil. Die Musik ist so geil von dem Spiel. Und deswegen bin ich einfach schon mal online. Ihr könnt ein bisschen die Musik anhören. Richtig geile Mucke. Das ist super. Hey Marco. Hi. Oh Gott. Stress auf Arbeit? Was passiert? Oh. Erzähl mal, wenn du erzählen magst. Scheiße. Ich mach mal eben Kaffee.
Am Freitag habe ich... habe ich... Hilfsmenscheine auf... Ist diese Woche? Also musst du sie schon fertig haben oder hast du diese Woche noch Zeit? Naja, so oder so. Es riecht nach Ärger. Unangenehm. Ja, die Leute, ne, die hat man gefressen. Jeder kennt sie. Jeder hat so einen Typen im Umfeld. Ich glaube, deswegen ist dieses Drama gerade mit Pirate Software auch so krass. Weil jeder kennt diese Leute. Und jeder hasst diese Leute. Oh Mann. Naja. So, müssen wir loslegen jetzt, ne? Gucken, ob mein Kaffee fertig ist. Ja. So. Ja, es ist Montag, wir spielen mal was Neues. Ich bin drauf und dran, WoW wieder zu installieren und mit euch einen Magier hochzuspielen und dann einfach nur stumpf Damage machen. Aber noch konnte ich mich zurückhalten. Und da ich mal nicht Ultima 8 immer spielen will, probieren wir was Neues aus. Und zwar ich glaube, ein Detektivspiel, so nennt man es. Gerade frisch rausgekommen. Es ist wohl so eine Art Remake, glaube ich. Aber ich habe keine Ahnung, ich habe davon noch nie gehört. The Roottrees are dead. Ist auf Englisch. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für meine Aussprache, aber man muss ja auch mal sich weiterbilden und lernen. Und kurz noch den neuesten Klatsch und Tratsch. Mit Elon Musk, hast du mitbekommen, ne? Dass er mit Path of Exile irgendwie so einen mega Charakter hat, so ich bin der Beste. Und stellt sich raus, er hat überhaupt keine Ahnung, was er da macht. Und entlarvt sich halt als totaler Casual. Und alle sind halt, ne, alle haben es halt gemerkt und entlarvt und finden ihn jetzt scheiße und das, also, er ist ja komisch, ne, dem tut das ja weh. Er macht sich ja was draus. Er will ja einer von den Gamern sein. Er will ja auch irgendwie gemocht werden.
Und für den ist das halt ein totales Problem, wenn erstmal ein Gold dann irgendwie anfängt zu lachen und sagen, haha, Cheater. So. Ja. Ich finde das so lustig, weil also meine Blasen überschneiden sich in den lustigsten Momenten irgendwie. Der reichste Mensch der Welt, zusammen jetzt gewürfelt in der US-amerikanischen Regierung mit Trump, dem mächtigsten Mann der Welt. Und du hast trotzdem diese, ich sag mal, erbärmlichen Egos. Das sind doch alles Männer, ne? Genauso wie mit Zuckerberg und jetzt auch Bill Clinton, mit Bill Gates. Die kriechen jetzt alle Trump in den Arsch. Also die haben auch alle überhaupt kein Rückgrat. Und ich habe einen Spruch gesehen, so dieses, ey, wozu ist es denn überhaupt noch gut, superreich zu sein? Ich dachte, man ist superreich, dann hat man Fuck you Money. Also das heißt, man kann zu jedem Fuck you sagen, ohne dass es einem egal sein könnte. Aber nein, sie buckeln alle zum Faschisten. Aber auf jeden Fall, was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass Elons Ego so leicht kränkbar ist. Also dem tut das weh, so, ne? Und jetzt hat er sich auch verteidigt und hat gesagt, ja. Und pass auf, das ist die zweite Runde in dieser Sache ist so lustig. Er sagt, ja, klar. Also, immer wenn ich streame, dann bin ich das. Aber ich lasse natürlich meinen Charakter leveln. Das machen ja alle. Ohne das kann man ja gar nicht konkurrieren mit den ganzen Asiaten. Und alle so dieses, nein, so funktioniert das nicht. Und die Schwanzlutscher, die ihm halt überall hin folgen, ne, es gibt hier, er hat sich bei so ein paar Gamern ja eingeschleimt, ne, und die versuchen das jetzt irgendwie schön zu reden. Und diese Gehirnakrobatik, dass man das irgendwie mit sich vereinbart, so dieses, der hat gecheatet, das ist unlauter, so, ne, das ist scheiße. Eigentlich weiß ich das, aber er ist der reichste Mensch und er redet mit mir. Irgendwie muss ich da jetzt so einen Ausweg finden. Naja. Also den meisten Gamern ist das ja auch scheißegal. Und diese, ich sag mal, gerade diese Competitive Gamer, diese Gamer-Seele, die reagiert auf sowas einfach super allergisch. Er ist unten durch bei denen natürlich. So, und das kann er nicht ertragen. Und das ist halt unglaublich unterhaltsam. Aber ja, jedenfalls, mein Spaß ist gerade Internetdrama. Erst das mit Pirate Software und jetzt mit Elon Musk. Also es ist wie Weihnachten. Und jetzt ist auch noch Trump als Präsident nominiert. Nee, wie heißt es? Gekürt worden heute, glaube ich. Also ich erwarte jetzt jede Woche eigentlich Internetdrama und krassesten Wahnsinn. So, in der Hoffnung, dass es mich noch nicht erreicht. Es sind harte Zeiten, aber auch unterhaltsame Zeiten wahrscheinlich. Hoffentlich kommt die Ukraine gut durch irgendwie. Lass uns beginnen. Mit dem Sound müssen wir gleich mal sehen. Jetzt habe ich es gerade auf minus 30 gestellt. Okay. Wir lesen Zeitung. The Roottrees are dead. What happened? The plane crashed last night near Pittsburgh. The only passengers were Carl Rootree and his 3 daughters, known as the Rootree sisters. Oh, die 3 Perlen. Carl Rootree was the president of the Rootree Candy Company, and it's not clear who will succeed him. Ja, weil alle 3 Töchter tot sind. Auch noch. Schrecklich. So far, local police are not sure what caused the crash, but we are told that an investigation is underway. Detektiv Schnappel. They are calling it one of the most deadly plane crashes in Pennsylvania's history. All passengers and crew perished. Pittsburgh is generally known for pleasant flying conditions, and the weather
was not atypical for this time of year. We do not know much at this time, but our sources tell us that local authorities do not suspect terrorism. The crash did not cause any local property damage, and fortunately, nobody outside the plane was hurt. Funeral plans have not been announced, but you can be sure that the Butler County Times will cover it to the best of our abilities. Okay. Roottrees Mania, this mystery will unlock. Okay. Mystery begins here. So, jetzt stelle ich mal den Sound ein bisschen lauter. Müsst ihr ihm sagen, wie es aussieht. The plane that crashed last night just outside of Pittsburgh is now known to have been the private jet of the Roottrees Corporation. Local aviation authorities have speculated, based on the pilot's final communication, that the winter storm and heavy winds played a significant role in the crash. On board were multiple family members, including corporate president Carl Roottrees and his daughters, the Roottrees sisters, best known for their fashion lines and modeling careers. There were no survivors. Again, for those of you just joining us, the Roottrees are dead. I know it's late, but I'm guessing you've seen the news. In addition to dealing with the grief, the Roottrees company's lawyers are scrambling. Everything's about to change. Anyone proven to be a blood relative is about to get much richer. I'm here to ensure everyone is accounted for. I've heard you're an expert at sorting out complicated family trees. A genealogy genie, as it were. I'm going to give you a quick test. Pass, and I can promise you the job of a lifetime. Lloyd. Was bedeutet? Okay. Examine. Examine? Nein. Wie heißt es? Examine. Examine? Examine. 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 Examine my evidence. Search the internet for clues, fill in the names, fill in the occupation, and fill in the photos. Okay, das ist mein Board. Evidence. Computer. Home. Notebook. Hints. Got milk picture. Was ist denn ein milk picture? Egal. Cups. The person who hired you gave you this photo with a note attached. This was taken during the shoot for the Roottrees sisters got milk. So, the milk picture. Die Werbung. I've tracked down a test photo from before they painted the fake mustaches, on which I thought would be more appropriate considering the circumstances. The ad's copy reads, "You might recognize our faces from the magazine you're reading, or you might recognize our names from the candy bar you're eating. Being a Roottrees is a full-time job, so is growing up. That's why the calcium found in milk is so important. Plus, you can't make chocolate without it."
Oh. Okay. Evidence. Tabs. Klick mal auf die Köpfe. Jetzt so gut. Die sehen alle gleich aus. Naja, voll. Okay. Gut, gut. Computer. Welcome to the Information Superhighway. Oh, das Internet. Ja, 56K Modem. High-End Color Laser Printer. Oh, und CDs brennen kann ich auch. Okay. Yes, your PCs are inedible. Do not try to eat your computer. Ah, guck mal, es gibt nichts Schöneres als... Welches Windows war das noch? 3.1? Vor 95. Wie hieß das Windows da? 3.1? Ich weiß nicht. Aber Nostalgie pur. Finde ich schon geil. Ach Gott. Falsch. Nee, das ist nicht 95. Das ist vorher. Ich lieb's. Kleines Herz. Guck mal, ich will... Hier. Ich will hier klicken und es hochziehen, damit es in den Vollbildschirm geht. Oh, ich bin zu laut? Okay. Pro tip, you can create notes quickly by highlighting text with the mouse. Roottrees. Girls? Oh, guck an. The explanation below the answer states that Rose was originally born Carly Rose Rootree. Carly Rose Rootree. Apparently, her parents planned to name a son Carl Rootree Jr., but after finding out they were having a second daughter, they called her Carly. Carly is the second, okay? Sometime in the early 90s, a now preteen Carly strongly expressed her dislike that her sisters had RH names, and she was the odd one out. She was the odd one out. That's when she began to go by her middle name. Okay. Ruth. Oh, Ruth is Carly. Okay, dann nehmen wir doch den vollen Namen. Okay, und sie ist die zweite. Zweite Tochter.
Okay. Was haben wir noch so? Riley. Rihanna is the most famous because she's the oldest, got married to TMS. Riley is the smart one. Rose is a middle child like me. Okay, Riley. Riley Roottrees. Nee. Alles gut. Ich will jetzt nicht darunter schreiben. Will ich auch nicht. Riley. Great Highlight. So, genau. Sie ist die jüngste. Rose ist die mittlere, also Riley muss die jüngste sein. Zweite Tochter. Dritte Tochter. Und Rainer. Älteste Tochter. Married to EMS. Riley. Okay. Mom Brenda, Fashion Designer. Brenda. Oh, das ist falsch. Welcome to your notepad. On each page, you can jot down important information such as names, family, relationships. Ja. Sibling. Cousin. Second cousin. Third cousin. American school term. A12 stands for kindergarten. 12th grade. This includes all schooling from ages 5 to 18. Whatever. So. Brenda. Ist das keine Sister? Okay, mach mal. Ach, ich mach's anders. Brenda Roottrees. Brenda White. Mother of Roottrees. Okay.
Ah. Yeah. They do the modeling for her brand Root. And Root? Root? Modeling? Ach, fuck you, ist ja auch nicht so wichtig. Haben genug jetzt geschnüffelt. Zurück zu unseren Beweisen. Okay, das ist Evidence. So, die älteste. Design. Die. Die älteste ist Diana. Modeling. Die sind, glaube ich, alle am Modeln, oder? Gucken wir gleich nochmal. So, was haben wir hier? Die Roottrees. Die ist... Schon wieder vergessen. Ui, war mehr. Ja, wo ist... War nicht drin? Kali. Und sie war... Riley. Figure out what's correct. Spouse? Die, sonst was war, ne? Figure out what's incorrect here. Ich missgebaut. Ali war richtig. TMS. TMS is a common abbreviation for early 19th teen heartthrob Tommy Mark Sheridan. Ehemann. Raus? Married to? Gucken wir mal, was wir da haben. Since the end of Brother Trouble, he has often been on the cover of tabloids for his supposed drug use, and more recently, his relationship with Raina Roottrees. Okay.
Oh, jung geheiratet. 4 Jahre älter. Er hat Drogenprobleme. Mhm. Vicious. Raina Roottrees. Oh. Has a drug problem. '90s TV star. Dope. What else? Time marches onward. Und Brother Trouble. Okay, das mache ich. Bild gibt's nicht. Fashion design. You might think they are rich just because they are models, but their dad is also the president of the candy company and their mom, Brenda, is a fashion designer. Brenda, fashion designer. Kann man das dann noch einführen? Das gerne einfügen. Edit Note. Fashion Design. Okay. Achso, das kann man auch gleichzeitig irgendwie aufschlagen? Nee. Ah, okay. Tommy Mark Sheridan. Tommy Mark Sheridan. Thomas Sheridan? Model. Bali ist richtig, oder? Irgendwas stimmt noch nicht. Kann ich hier noch was draus erkennen? Vielleicht ist sie ja die größte. Kann ja sein. Which is which? Got milk. Got Milk is a series of advertisements for milk funded by dairy farms. Ja, das wissen wir.
Roottrees Candy Company. Mixed in with the recent news of the plane crash, there are a lot of results for Roottrees' extremely popular candy products. The official website is unstable due to traffic it has been receiving. However, you find a direct link to the history section that manages to work momentarily. The Roottrees Candy Company was founded by Elias Roottrees shortly after he married his wife Gwyneth, whose family owned a small farm called the Anderson Maple Farm. Roottrees Candy Company. Founded by Elias Roottrees. Married to Gwyneth. Anderson Maple Farm. Product that put them on the web were 5 pieces, maple candies with 5 different flavors that are dipped in a crispy, crackly candy coating. Since then, they have branched out to countless other products, all of which incorporate maple in some way. Their sister company, simply titled Root, specializes in children's clothing. Primary models for Root are the Roottrees sisters. Okay. Root. Children. Clothing. Mm-hmm. A photo. Google Bildersuche. Was ist denn die Ente? Sind das Tipps geben? Don't know where to look next? You're completely stuck. Try talking it through with your rubber duck. Nein, niemals! Niemals!
Können wir noch gucken. Magazine. Cover. Oh nee. Okay. Nee. Ja, irgendwas wurde geprintet. You find some information on a website for the first Anderson maple farm. There are a few pictures, including a famous picture of Elias and Gwyneth. The photo was added to your evidence. Before marrying Elias Gwyneth Roottrees was Gwyneth Anderson. Okay. She had no brothers, so as the oldest sister, she was to inherit the Anderson maple farm so long as she married. Notes. Wo sind meine Notes? Nein. Gleich. Guck mal. This is a famous picture of Elias and Gwyneth Roottrees. It was taken in 1909 after they found the Roottrees Candy Company, but before it was a success. From what you've found searching the internet, it seems quite difficult to find any site about Elias or Gwyneth that accompanied lustigsten Wörter kann man nicht aussprechen. Mal gucken. Accompanied, natürlich. Accompanied by this picture. Elias and Gwyneth are on the notable Roottrees list in your evidence. They will be marked on the chart with a star. Schön. So, das scheint nicht richtig zu sein. Vielleicht ist es ja so richtig. Model ist richtig. Kali auch richtig. Elise auch. Das ist die. Sheridan Thomas. Der ist vielleicht nicht richtig. Die ist schon ein bisschen anders, glaube ich. Hier ist nicht nur. Tommy Mark Sheridan. Oh, ich hätte es jetzt gerne, dass ich da noch ein bisschen weiter, dass ich es abschreiben könnte, weil ich kann mir keine 5 Sekunden was merken. Dieser mit Zwischennamen. Und wieder vergessen. Schrecklich. Nicht überlebensfähig. Mark. Tommy Mark.
Sheridan, Tommy, Mark, Thomas. So, und macht er automatisch. Okay. Das ist auch schon richtig. Einer ist richtig. Ich weiß noch nicht, welche ist. Mein so Nein. Warten wir, ne? Search tip. Punctuation. For example, the clothing company Root always has a period after it. Okay. Oh. Root. The period is part of the name. And the more you know. Das Spiel ist so entspannt. Ich liebe es. Oh, und was ich total geil finde gerade, das verstehe ich nicht, warum das so ist. Bei OBS, also im Streaming-Programm, habe ich auf dem Bildschirm im Spiel diese lustigen Linien, die man hat, wenn man mit einer Videokamera einen Monitor abfilmt. Warum auch immer. Naja, egal. Root is a clothing company. Oh, they make clothes for children. From toddlers to teenagers. Although their website is down, you find countless retail sites attempting to advertise their clothes toward the target audience. One of them has this to say: "You've spied the Roottrees sisters looking hella fly on catalogs, magazine, and posters. Now you too can be like Riley, Rose, or Raina. We also come across a website from a collector of clothing catalogs. Apparently, Root has released 2 catalogs per year every year since 1984. 84. And Raina appeared on almost all of them. There's only one that the webmaster considers a collection item enough to mention. It seems that Brenda Roottrees, the Roottrees sisters' mother and Root's head designer, appeared on one cover holding her daughter Rose in 1985. The site says this was the only time her daughter was ever listed with her birth name, Carly Roottree. Okay, fine. Ich hätte gern ein Bild davon. Und ich weiß nicht, welche ist. Okay, das haben wir schon. Riley. Okay, immer dasselbe. Hey!
I eat root tree and candy all the time and try to dress in plaid root clothes like Riley does in most of the posters. Someday I want to get my ears pierced like Rose. Rose. Rose ist Carly. Carly war die zweite. Da ist doch ein Ohrenpiece. Das heißt, sie ist die zweite. Und vielleicht sieht sie einfach nur so jung aus. Ah! Meisterdetektiv Schnappel. Buja! Buja! Sorry to test you, but I had to be sure you could use the internet. Ja, und es hat nur eine Stunde gedauert. Safe to say, you're hired. Ich bin ein Meister. Danke, dass Sie eine Stunde lang vor der Tür gewartet haben. The reward for untangling the family tree is substantial. Life-changing, even. But here's the catch. The root trees go way, way back. The family tree's a bit daunting. Hey, Temmo, du bist ja da. The first time they see the whole thing. But I'm sure you'll be Morgen, Temmo. Wir lösen eine Familientragödie. Vielleicht ein Mord, ich weiß noch nicht. Wird sicher ein Mord sein. Wie du vielleicht schon gesehen hast, die Roottrees sind tot. Und wir sind in den 90ern gefangen und müssen dieses Familienunglück aufklären. Und wir haben ganz viel Saxophon. The man who started it was particular about whom he considered family. For your purposes, you only need his direct blood relatives. Anyone related only by marriage is optional, but filling them in can lead to useful discoveries. Lastly, you now have access to some unique websites, plus a list of notable Roottrees. Notable people are easy to find via your search engine, and marked with stars on the family tree. I'm off for now. Carl Roottree had a lot in his office. I'll look for anything useful. I'll return once you identify 6 more blood relatives. Oh, what? Sorry, one last thing. This might sound odd, but if anyone else claiming to represent the Roottrees reaches out, I'd appreciate you not mentioning I was here. Thank you, and good luck. Mysteriös. Ui. Leute! Ich weiß nicht, was das bedeutet. Slows? Every time you get 3 additional blood relatives in the family tree completely correct, name, occupation, and portrait, they will be locked in. All non-blood relatives and small portraits are optional, but placing them in the tree helps. Remove extra names and photos. Okay, ich weiß. Ui. Dum, dum, dum. Jetzt kriegen wir den Kontrabass. Geil. Okay, cool. Ich glaube, wir müssen erstmal... Was denn? Top secret. You can open this envelope after the whole family tree has been filled in. There's 2 names that must be typed in manual. The clues are obscure, have been intentionally hidden in the past, and may even require some leaps and logic. Try to keep an eye out any inconsistencies.
Okay. Cool, cool. Was haben wir denn da? Das Foto kennen. Das. Story so far. The Roottrees sisters and their parents died in a plane crash on December 6, 1998. The next evening, a shadowy figure appeared at your door and said the lawyers were looking to sort out the family tree. After a quick test, the figure gave you access to some resources. It included a list of notable Roottrees. That would be the easiest family members to place. They said they would return in the time it took to fill out 6 more blood relatives. Easy peasy. Notable Roottrees. 3 sisters. Karl Rootree. Haben wir schon, glaube ich, notiert. Ne? Was denn? Karl Rootree. Ich? Auch nicht ganz. Karl Rootree. Faser. Die haben wir schon. Gwyn haben wir schon. Ne, Gwyn? Gwyn haben wir noch. Auch noch nicht. Oren Root. Miracle Junior. What? Haben die. Im Doppelpack haben wir auch noch. Any entry on the family tree that belongs to someone on the list will be marked with a star. Notable Roottrees will be crossed out after they are verified. Ja, dann fangen wir mal an mit Karl Rootree. Search. Haben wir schon. It is with a heavy heart that we mourn the loss of Carl Brenda, the Roottrees sisters, and the other employees that perished in the terrible tragedy. The entire Rootree family is in shock and requesting privacy at this time. As the head of our company, Carl was an incredible man and an unmatched leader. Filling his absence will be difficult and may take considerable time. In the interim, we hope that you join us in looking back fondly on Carl and his family triumphs and accomplishments. They go on to list some blah blah blah. One of them seems relevant to your search. Like his great-grandfather before him, Carl earned the highly prestigious Watchman of the Year title. Huh? Ich werde seit einer Stunde ignoriert, wie bei so einem AA-Trial. Ja, siehst du mal. Ja, ich mach mich langsam. Nein. Ich lese einfach. Ich bin gerade so drin hier. Und die Jazzmusik macht mich kirre. Aber ich muss hier eben kurz mal diesen Blätter in den Müll schmeißen. Publication? Bären. Klingt wahrscheinlich nix. So.
Ba, 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 ba. Business Watch Magazine. Okay. Den haben wir noch. Roottrees. Den haben wir. Die haben wir noch nicht. You'll find some information on a website about old films that are not yet available on VHS. VHS? Yeah. The site is not very well organized. The search is broken, but you can get individual pages from your search engine. Ja. Englische Aussprache. Ne? Nur im Original von mir. Nur in meinem Stream. Ihr könnt mich gerne berichtigen. Oder mich am besten, auslachen, wenn ich alberne Scheiße erzähle. Das ist am besten. Auslachen mit dem Finger drauf zeigen. Roottrees is a somewhat well-known actress who was active in the 1950s. Ach so. 1950s. Roottrees. She often appeared in tabloids, especially around the time of her highly publicized divorce. Oh. The biggest role was the minor hit movie Guys Like Us. She left Hollywood after the flop of Christmas Mission. Gucken wir mal, vielleicht können wir ja dann ein Foto bekommen. She left Hollywood after the flop of Christmas Mission. There's a widely circulated picture of Gwyn from behind the scenes on one of her movies, which you've added to evidence. Ja, sehr schön. Did you know Gwyn was the granddaughter of Elias Roottrees, the founder of Roottrees Candy? She couldn't have been named Roottrees, but her father took her mother's famous name, which was quite rare in those days. Okay. Okay, ich habe ein neues Foto also, ne? Elias? He shouldn't have been named Roottrees. He also took her name. Aha. Okay. Win war das. Haben wir noch Red. Find information on a website about strange historical facts. Aloysius Herring Roottrees, aka Red, was an appointed judge and politician who earned his nickname ironically because he was the ambassador to Ireland for only about 6 days. Oh, das ist der volle Name. Red Root. Okay. He served what some people contend is the shortest term in history. A few days after he was appointed, he was heard disparaging his position in the Irish people. He then tried to run for state senate. He claimed to be related to the Roottrees Candy Company in a newspaper ad, but it came out that the last name was merely a coincidence. He was defeated in a landslide. What? Okay, er ist einfach eine Niete. Red Roottrees hat nichts mit der Familie zu tun. Durchgestrichen.
Ein Fisch. Jim Roottrees. James Roottrees is a singer who sings in the duo Jim and Diamond with his wife Diamond LaRue. The duo, according to many sources you find, is considered a one-hit wonder due to the disco song Rollin' On Down to the City. Now in your evidence folder. Although Jim writes the majority of songs, plays the guitar and often sings, Diamond is considered by fans to be the band's lead singer. The band never had another hit, but has its fans, who refer to themselves as Diamond's Dazzlers. The rest of their music is more folksy and acoustic than the one song they were known for. Jim and Diamond have continued to release music through the 80s and early 90s. Other albums you find mentioned are Cherry Tree and Some Sound of Laughter. Jim has become a bit of a recluse and he hasn't made a public appearance since 1996. Okay. Wife, Diamond LaRue. Alex Neues, ne? Ne. Haben wir schon. Diamond Dazzlers. Oh! Fanclub, okay. One reply mentions that Jim and Diamond still send out Christmas cards every day, every year to Diamond's Dazzlers. Okay. It's accompanied by some pictures as well as some history about the fan club. Apparently, even though it's no longer available to join, Jim and Diamond still honor it themselves personally. There's a fierce debate in the subsequent posts about whether that's cool or pathetic. Among the pictures of Christmas cards from over the years, only one is relevant. The card from 1996 included pictures of Jim and Diamond's young son, Wolf, as well as a note about his daughter's band, the Roottrees. That picture has been added. A wolf and the Roottrees. Okay, neues Foto. Cool. Jim Roottrees war das. Lauren. Author Lauren Roottrees, a distant relative of the Roottrees sisters, known for her book A Life Between Wars. According to a website about famous authors, in the early 1960s, Lauren released a few romance novels under her married name, Lauren Rafferty, to little fanfare. When her publishers learned that she had been keeping diaries about her famous family, they insisted she release them under her original name, Lauren Roottrees, to take advantage of the family's notoriety. Das will ich wissen. Wie heißt sie? Das ist Creative. Notoriety. Oh, das ist schwierig. Notoriety. 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 Schwieriges Wort.
This selection of diary entries, released in 1965 as A Life Between Wars, spans from the untimely death of her husband in World War II to coping with the post-war world as a young widow and mother, as well as her perspective on changing times and social life all the way through the entry to Vietnam. After the success of her diaries, her publisher re-released her romance novel under the name Lauren Roottrees. This included romance and court. Okay, cool. Easy peasy. Und jetzt noch der letzte, Miracle Jr. Miracle Jr. doesn't go by his full name in promotional materials. Instead, he has shortened it to Miracle Jr. Miracle Jr. Televangelist, who is part of the Miracle Network. Ach du Scheiße. He used to have a show that aired on local access across many stations in the northeastern United States. According to a website called Clergy Watch, he was exposed, subsequently charged with conspiracy to defraud the public in 1979, when he claimed to heal someone in a wheelchair. Sehr schön. The news exposed revealed it was his wife and its sister in disguise. The author also mentions that Edith had a bit of checkered past herself, but doesn't clarify. He has since lost his television show and instead goes on tour across the southern United States, where he was not well known before the scandal. Hey, Miracle Network. Yes. Yeah. Wunderheiler, geil. Okay. He was younger than his brothers and sisters by over 14 years. Machen wir doch mal ein Highlight. Years younger to his brothers. Siblings. But still, with the power of God, that he persevered. Okay, cool. Ach, das war der Daddy, okay. Miracle Root. Miracle Roottrees Jr. Okay. Haben wir doch wieder eine ganze Menge an Evidence. Was haben wir hier? Easy to find online. Learn about intuition. You've been in this line of work a long time. So long, in fact, you've developed a sixth sense for how useful your evidence can be. The numbers in the magnifying glass refer to how many clues are connected to a specific piece of evidence. The higher the number, the more there is to find. At the start of your search, the notables list sets off alarm bells. A list of famous people that you can find via search. Pretty rare to get something that useful. Let's take advantage of it. As you progress, these numbers will change. Whenever you find more evidence or log in family members, new discoveries will be added to the list and old evidence will become less useful. Trust your intuition. If a piece of evidence seems too good to be true, take a closer look at people or phrases it mentions. Often, the most satisfying revelations come from retracing a path you thought was fully explored, armed with a new perspective. Sometimes the reason certain evidence has such high value sind die einfachen Sachen.
value, 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 value. value, Such high value is because it can lead to finding more evidence. You may be missing a huge piece of the puzzle. Cool. Das hier ist also irgendwie... Okay. Ja, alles nicht so einfach. Oh, wir haben eine Menge. Okay. Erstmal den Wunderheiler, den hatten wir als letztes. Nice! Geile Kraft. Was ist denn hier los? Mein Mikrofon. Mein Mikrofon. Damn it. Ah. Miracle Jr. Miracle third and then found a picture of a Christmas card from Jim and Diamond to their fan club in 1996, years ago. The description said it included a picture of his son, Wolf, linked to his parents' latest picture. Ooh. Photo is a widely circulated photo of Gwyn Roottrees. Seen it on multiple websites about old films. Gwyn Roottrees on the notable Roottrees list in your evidence. He will be marked on the chart with ice. Ice! Rolling on down to the city. Jim and Diamond. This image is from an auction for a sealed copy. There's a sticker that says, only the great-grandson of Elias Roottrees could make disco sweet. Credited to Peter Janowicz from MMA. Das ist sicher nicht wichtig. Was haben wir hier denn noch? Roottrees, 5 pieces. Ach, das ist die Schokoladenscheiße. It's 5 flavors, cause the original inventor had 5 kids. Maybe that's why kids still love him? Radical new flavors, because it's no longer the 1920s. 19... This is an advertisement for 5 pieces aimed at kids from the magazine Teen Blast. Mentions that the 5 pieces were named as such original year. Yet also mentions that the current 5 flavors are not the same as back then. Last. Parodical? Was? Teen Blast is a magazine aimed at teenage girls. The website has a new section. Blah blah blah. With condolences. Fashion line covered by Ryan Roottrees first appeared on the cover on her
Hm. Okay. Ja, wir haben eine Menge neues Zeug. Wie sieht das denn jetzt hier aus? Ui. Brenda. Brenda? Oh, Brenda White. Brenda White. Mutter. Ah. Vater. Der Vater war Karl? Genau, Karl war der Vater. Das war auch der CEO. Okay. Und jetzt wird spannend, weil ich glaube, Elias hat den Namen seiner Frau angenommen. Das heißt, Gwyneth war die eigentliche Namensträgerin. Die müsste Roottrees Gwyneth gewesen. Abgekürzt vielleicht? Elias. Wie hieß Elias denn wirklich? Please no. Oh, ich habe eine Generation übersprungen. Hier muss ich an. Ja, natürlich. Gehen Sie an. Anderson. Ah, okay, jetzt macht es. Er war ein Roottrees. Der hat Anderson den Namen angenommen. Deswegen heißt ja auch die. Founder.
Kann ich ja einfach hier. Klick. Klick. Oh, das kann ich auf allen Bildern machen. Oh. Oh. Jetzt mal rumgeklickt. Wolf. Wolf. Ein Haufen Fotos. Smith. Founder. A Founder? Jetzt nicht. Founder. Aber. Oh, jetzt auch nicht mehr. First President. Library. Oh, hier ist es. Oh, wir hatten eine Autorin. Lauren, glaube ich. Ja. Life Between Wars. Beides rein. Lauren. Prophet. Yes.
Gut. Haben wir sonst noch was? Watchman of the Year. Vom Business Watch Magazine. Da hatten wir Elias. Und wir hatten Karl. Jetzt haben wir jetzt endlich ein Foto von Karl. Hey, Karl Roottrees. Haben wir ihn. Sehr schön. Elias. Elias has a daughter, the first of 5 children. 4 more follow leading. Oh nein. Each of the 5 flavors and is chosen based on the initials of his 5 children. 1 flavor per child. Ach du Scheiße. Oh, guck an, with the help of his son, Elias Roottrees Jr. Elias Roottrees Jr.'s architecture firm. Sehr schön. Architekt. Clans Trust. The Clans Trust is a highly unusual corporate arrangement named after Clancy Edward Roottrees, who was Elias' son. The Roottrees Candy Company's head lawyer at the... Hey, wir haben einen neuen. Son of Elias. Head lawyer. Okay. Bla 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 bla.
Hey, esse. Esse pra você. Ué. Regnet es. Dankeschön. Okay. Du, 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 du. Du, 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 du. Waiting. Life between wars. Power and Roottrees. Jacob. Der Mann. Granddaughter. Ah ja, der Vater war der Head Lawyer und das müsste... Hatte ich doch gerade am Wickel. Aber hab das leider schon wieder vergessen. Angie and I both wanted to be in the photo since Miracle was in it. And the three of us were all about the same age. We were told only the 5 pieces, which really didn't go over well to say the least. Eventually, I supposed to stop the tantrums. The posters in front of the camera is Mr. Morden. Nochmal für später. Nächste Generation. Next generation.
An attempt to recapture the spirit of the Five Pieces photo with our generation. For old time's sake, we gathered on the warehouse floor. I wanted Eli to stand all the way on the left, since to me he looked a lot like Pop did in the old one. But I was outvoted by my brothers. They insisted 4 of us stand together, and so we clumped up in the middle, let everyone filter in behind and in front of us. The only one too good to make an appearance was Gwyn. Grandma insisted we include Sam, even if we didn't want to. None of us understood why, including Sam. I also didn't think it fair Miracle made it in, since he's technically a 5-piece. I guess my inner child still holds a grudge, even after all these years. Oof. Eieiei. Achso, hier sind verschiedene Schriften. Okay. Habe jetzt keine Lust zu lesen. Wir müssen erstmal ein bisschen was basteln hier, glaube ich. Also, haben wir doch ein bisschen was. Ich weiß, dass erstes gab es die Tochter. Wer auch immer. Vielleicht. Oh Mann, oh Mann. Oh Gott. Fünf Stück. Ich weiß. Er ist einer. Halt, Moment. Er muss das hier sein. War sein Enkel der Vater. 3 gespielt. Karl. Er ist mit Brenda verheiratet. Er war Präsident. Aber sein Bruder war der Chef. Oh ja. Oh. 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 Mal einfach irgendwas reinhauen. Der Jüngste. Oder? Schweinejunge hier. Wo ist der kleine Schweinejunge? Ah. Vielleicht war das eine Generation vorher.
Wir müssen erst, glaube ich, von unten nach oben gehen. Root. Was habe ich denn zu kaufen? Ja, ja, ja. Great Grandfather. Also Urgroßvater. Vater, Großvater. Schon, oder? Hm. Nee, nee. Oh, das ist doch ein falsches Foto von. Das war der Vater. Mein 36.
Mr. Morden. Typ. And the background. Only the 5 pieces. Sie ist die Älteste. Dann kommt er. Dann irgendwie die. Ich glaube, er ist der Lawyer-Typ. Feuer? Ist da irgendwo was? War noch nicht? Ja. Die müsste die Autorin doch sein. Lauren. Oder ist sie eine Generation später? Ich komme mit den Jahrzehnten durcheinander. Win, as an only child, complained of loneliness. Told her that being expected to watch after 3 younger brothers didn't feel like a blessing. Warum haben wir denn ein Only Child mit 3 Kindern? Das? Naja, Only Child ist es nicht. Das ist. Ja, hier ist noch ein. Auf jeden Fall das falsche Bild. Bad blue raspberry, awesome apple, AAPP, PC, BB, okay.
Architects, preachers and lawyers, nobody got time for candy. Preacher and Law. Er ist Preacher geworden. Voll. Presidente. Er ist der lustige Preacher. Er hat einen Sohn. Immer nur einen Sohn? Könnten die hier sein? Das kann jeder sein. Elias in Grün is named him Miracle because they thought him impossible. Okay, das ist der Kleine. Muss der Kleine. Siblings in Birth Order, dann muss er ja der Preacher sein. Miracle.
Mhm. Aber was ich komisch finde, ist, dass eine Generation fehlt. Na, vielleicht wird das. Jedenfalls. Ich glaube, von dem Daddy. Ah, ein Foto gemacht davon. Hier muss es. Oder er ist das. Natürlich auch sein. Aber das ist er wahrscheinlich. Und das hier. Ja, ist ein bisschen mühselig und man muss viel lesen und knifflig. Und für einen Stream ist es, glaube ich, viel zu langweilig. Ich meine, immerhin ist die Musik gut. Aber ich glaube, das ist eher sowas. Na. Ich weiß nicht. Bin nicht überzeugt. Ich bin nicht überzeugt. Ob ich das Spiel weiter streamen. So träge, oder? Obwohl ich das eigentlich ganz gerne mag, so langweiliges Rumrecherchieren. Aber es passiert zu wenig, oder? Weiß nicht. Also ich mag's, aber ich glaube, es ist ein bisschen zu langweilig. Musik ist geil. Ja. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöde. Und deswegen dauert es so lange. Ne, ich müsste jetzt, glaube ich, mich ein bisschen festbeißen. Ich bin so ein bisschen zu ungeduldig. Ich kann nicht so tief in diese Wellen mich reinarbeiten und dann eine Sache erstmal fertig machen. Zum Beispiel das hier. Da kann ich, glaube ich, wenn ich das durchlese, dann müsste ich eigentlich schon ziemlich viel haben. Kauf's halt besser. Kauf's tut so. Naja, ich muss mal schauen. Und ich habe eigentlich auch Bock, vielleicht ist das so ein Spiel, was ich lieber nicht spiele. Ja, ich überleg's mir noch. Aber es ist schon nach 12. Ja, ich überlege gerade, ob ich. Vielleicht schmeiße ich den Stream einfach mal so zwischendurch an. Weil das ist so ein Spiel, das kann mir ja eigentlich immer so nebenher laufen. Vielleicht spiele ich den einfach. Aber nicht so wirklich tief. Ich hab schon Bock. Ja. Auf jeden Fall ist es schon 12. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und
Ja, irgendwie muss ich hier weiterkommen auch mal. Ich glaube, ich lese mir gleich noch ein bisschen durch. Vielleicht streame ich auch einfach weiter. Heute Abend. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und wir sehen uns Mittwoch wieder. Mal sehen, was wir dann machen. Mal sehen. So. Macht's gut.